Achtung, Hey! links und rechts. Es ist scheiße anstrengend. Servus miteinander, ich bin der Erik. Ich bin Jakob und wir werden die nächsten Tage und Wochen im Outback Chiles unterwegs sein. Das Ganze nur mit Zelt und Backpack. In den letzten Wochen und Monaten ist sehr viel passiert, was die Planung, Organisation und Umsetzung dieses Projekts angeht. Um genau zu sein, haben wir im Mai letzten Jahres die Idee gehabt, dieses Projekt zu starten. Dementsprechend werden wir versuchen, das Video ein bisschen aufzugliedern, um das Ganze einfach ein bisschen transparenter zu machen. Denn am Ende des Tages ist es doch etwas komplexer gewesen, gerade was die Planung angeht, als man am Anfang vielleicht meinen mag. Ja, wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen? Also Jakob und ich haben schon öfters mal so kleine Wanderungen gemacht, waren in Italien, waren schon woanders unterwegs. Aber es war halt immer nicht länger als 4 Tage. Und dann erreicht mich eines Tages im Mai die Sprachnachricht von Jakob mit der krassen Idee. Hey mein Bester, du, wilde Idee. Ich will 1000 Kilometer durch Südamerika laufen und wie immer wärst du der richtige Compañero. Es geht um Folgendes und zwar habe ich die... Servus Jakob. Sorry für die späte Nachricht, ja, wir waren jetzt die ganze Woche draußen. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde die Idee mega cool. Also ja, ich bin sofort dabei. Also. Ja, meine ursprüngliche Idee war es dann eigentlich, einen längeren Weg zu gehen, so ein bisschen im Sinne des bekannten Jakobswegs in Spanien. Ich bin dann auf die Idee gekommen, dass es ja cool wäre, 1000 Kilometer am Stück zu laufen. Ursprünglich hatte ich dann mal die Idee, einmal Argentinien komplett zu queren, horizontal, dann an der Landesgrenze zu Chile rauszukommen und so eben 1000 Kilometer zurückzulegen. Der Plan war dann allerdings doch jetzt für die erste wirklich längere Wanderung auf einem anderen Kontinent doch etwas zu ambitioniert, sage ich jetzt mal. Da hätte es einige Schwierigkeiten gegeben. Auf jeden Fall war für mich klar und dann auch später für dich wahrscheinlich, dass wir halt raus wollen, fernab von Zivilisation, fernab von irgendwelchen Herbergen, weg vom Internet, weg von Social Media, weg vom Handy und wirklich mal längere Zeit draußen zusammen in der Natur unterwegs zu sein. Ja. Und ich wusste auf jeden Fall, dass wenn ich Erik da frage, dass er halt der richtige Mann ist und dass er eh nicht Nein sagen wird zu meiner Idee. Ja, safe. Sobald ich die Sprachnachricht gehört habe, war ich sofort dabei. Gleich geantwortet, gleich gesagt, egal was wir machen, ich bin immer dabei. Es ist halt ein Abenteuer. Es ist nicht nur, wir laufen einfach, sondern wir genießen die Reise an sich. Aber ich war auch dafür, beziehungsweise der Menschenverstand hat dann doch eingesetzt und wir haben gesagt, okay, die 1000 Kilometer quer durch für die erste Tour lassen wir mal. Suchen wir uns was anderes, aber Fernwanderwege, das ist schon das Richtige. Haben dann gesagt, nein, nicht Europa, nicht der Jakobsweg, sondern mal ein bisschen größer denken, weltweit. Und dann haben wir geschaut. Und dann haben wir gesehen, okay, in Japan gibt es einen coolen Trail und in Chile. Dann waren wir so ein bisschen hin und her. Dann haben wir gesehen, in Japan gibt es Bären. Dann war schon wieder, Bären muss jetzt auch nicht sein. Schwierig. Komm, gehen wir nach Chile, da gibt es keine Gefahren. Ja, sollte sich herausstellen, dass das auch relativ naiv war. Haben wir dann weiter recherchiert und gesehen, dass es doch Gefahren gibt. Aber ja, jetzt am Ende haben wir uns doch dafür entschieden, Greater Patagonian Trail abzulaufen, beziehungsweise nicht komplett, das ist ein sehr langes Trailsystem und wir haben gesagt, wir laufen ein paar Ausschnitte davon. Der Greater Patagonia Trail, kurz GPT, ist ein riesiges Fernwandernetzwerk in den südlichen Anden. Er erstreckt sich von den Ausläufern Santiagos bis in die entlegensten Gebiete Südpatagoniens. Die Hauptroute umfasst hierbei etwa 5000 Kilometer, doch das gesamte Netzwerk mit allen Alternativrouten erstreckt sich auf etwa 30.000 Kilometer an Tracks. Auf dem GPT gibt es keine klassischen Wanderwege, wie man sie aus Europas Alpen oder den Dolomiten kennt. Auf dem GPT bewegt man sich auf 4 unterschiedlichen Wegekategorien fort. Geteerte Straßen und Schotterstraßen, die auch von Autos befahren werden. Horse Trails, Trampelpfade, die durch Cowboys, die sogenannten Arrieros, auf ihren Pferden entstanden sind, aber sehr unregelmäßig frequentiert werden. Diese beinhalten zahlreiche, teilweise anspruchsvolle Flussüberquerungen. Cross Country, also die Navigation auf der freien Fläche, ohne jegliche Anhaltspunkte eines Weges.
und Bushbashing und somit das Durchschlagen auch mittels Machete in dicht bewachsenen Gebieten. Der prozentual größte Teil der Fortbewegung erfolgt auf den Horse Trails und so wird es auch auf unserer Route sein. Der GPT ist eine echte Herausforderung, aber dazu gleich mehr. Ja, aufgrund der Abgeschiedenheit im Outback gibt es eigentlich auf diesem gesamten Trail nie Funknetz. Dementsprechend ist man auf die Navigation mit einem GPS-Device angewiesen. Dazu hat seit 2014 jeder Abenteurer, der einen Teil von diesem Greater Patagonian Trail gegangen ist, seine GPS-Koordinaten aufgezeichnet, während er diesen Trail gegangen ist und später an den Herausgeber weitergegeben, sodass der Herausgeber wirklich seit 2014 konsequent alle Daten zusammentragen konnte. Und so ist eben dieses riesige Routennetzwerk, was insgesamt, wenn man alle Routen zusammenzählt, glaube ich, über 30.000 Kilometer unterdessen lang ist. Genau so ist das Ganze quasi entstanden. Wir haben 2 GPS-Geräte dabei mit insgesamt 4 SD-Karten, jeweils pro Gerät eine Backup-SD-Karte, auf denen eben die GPS-Koordinaten und die Wegpunkte drauf gespeichert sind. Neben diesen GPS-Devices haben wir auch noch unsere Handys dabei mit Offline-Karten zur Navigation und Navigations-Apps. Und dann haben wir uns sogar noch Kartenmaterial ausgedruckt. Also wir wollen wirklich sicher gehen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Genau, neben diesen GPS-Geräten haben wir dann auch noch einen Notfall SOS-Signalgeber dabei. Bei diesem Gerät kann man einfach einen SOS-Knopf drücken, im Worst Case. Zum Beispiel bei Orientierungsverlust, Erkrankungen, Schlangen- und Spinnenbissen. Auf dem Trail sind viele freilaufende Hunde unterwegs. Es gibt Herdenschutzhunde. Ja, im Worst Case wird man von so einem Hund angegriffen, verwundet und kann eben auch nicht weitergehen. Das wären alles so Szenarien. Im schlimmsten Fall theoretisch sogar ein Angriff durch einen Puma. In dieser Region sind die Mountain Lions aktiv. Falls man das überleben sollte, so ein Angriff, könnte man theoretisch dann noch ein SOS-Signal absenden. Und dann würde theoretisch die Rettungskette eingeleitet werden. Das ganze Gerät funktioniert über Iridium-Satellitennetzwerk. Bedeutet, man hat eigentlich überall auf der Welt Empfang, vorausgesetzt man ist unter freiem Himmel. Dann wird quasi, wenn man den SOS-Knopf drückt, ein Notfallsignal an eine Zentrale gesteuert mit den GPS-Koordinaten, also mit dem genauen Standort der Person. Und so dementsprechend könnte dann oder wird dann die Rettungskette anlaufen hier in Chile. Ja, wie schaut die Rettungskette aus? Es ist nicht so, man darf sich es nicht so vorstellen wie in Europa. Da fliegt innerhalb von einem Tag ein Helikopter an und dann wird man einfach abgeholt, auch wenn man einen Bruch hat zum Beispiel. Nein, so ist es nicht, sondern es läuft darauf hinaus, dass es 3-4 Tage dauert. Dann kommen eben welche auf Pferden dahergeritten, die eventuell nicht mal ein GPS haben. Und dann dauert es natürlich auch seine Zeit, bis sie dann natürlich den genauen Ort finden, wo wir dann auch sind. Und dann müssen wir uns natürlich auch auf den gleichen Weg wieder rausbringen. Und somit ist es halt so, wenn man wirklich verletzt ist, muss man trotzdem noch damit rechnen, einige Zeit alleine zu sein, bis man wirklich rausgeholt wird. Und somit ist man auf sich allein gestellt. Und deswegen muss man sich auch beim Begehen des Trails immer bewusst sein, die Konsequenzen, die halt aus Verletzungen folgen können. Und dem mit einer gewissen Vorsicht eben angehen. Perfekt gesagt. Also dieser Trail hört sich jetzt vielleicht alles sehr schön und spannend an, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, dass der bei falscher Herangehensweise sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Und das beschreibt eben der Herausgeber von dem Trail auch ziemlich gut in einem Satz. Und da schreibt er: "This trail does not only provide unforgettable memories, this trail also kills." Dementsprechend, man ist in den Ausläufern der Anden, man ist auf sich allein gestellt, wie Erik gesagt hat, mit dem GPS. Und ja, bei unvorsichtigen oder ja, schlecht geplanten Vorangehen kann es halt sehr schnell sehr gefährlich werden. Ja. Hey, how are you? Hola! No worries. Todo bien. Am 18. Mai 2005 verlieren 45 Soldaten entlang des GPT-09 ihr Leben, als sie während einer Übung in einen Schneesturm geraten. Nur wenige Kilometer entfernt der Felsvorsprung Piedra del Indio. 2 Familien suchen Schutz vor dem Wetter. Tage später findet man ihre Leichen. GPT-19. Arrieros erzählen von einem Mädchen, das ohne jede Spur verschwand und nie zurückkehrte. GPT-32. Search-Teams berichten von einem Siedler, der bei einer Flussüberquerung von seinem Pferd stürzte. Er wird doch Tage später nicht gefunden. Immer wieder verschwinden Menschen auf dem Greater Patagonia Trail. Viele dieser Tragödien sind nur schlecht dokumentiert, jedoch glaubhafte lokale Überlieferungen. Neben plötzlichen extremen Wetterumschwüngen, vor allem in höheren Lagen, besteht eine potenzielle Gefahr von Vulkanausbrüchen entlang des Trails. Der GPT erstreckt sich über die aktive südpazifische Vulkanzone. In vergangenen Jahren kam es zu mehreren großen Ausbrüchen, weshalb Teile der Route vorübergehend gesperrt blieben.
Neben Vulkanausbrüchen stellt auch die Erdbebenaktivität eine nicht unrealistische Gefahr dar. Das stärkste weltweit je aufgezeichnete Erdbeben, das Valdivia-Erdbeben von 1960 mit einer Magnitude von 9,5 und das Biobío-Erdbeben von 2010 mit einer Magnitude von 8,8 ereigneten sich in der Nähe des GPT. Insgesamt wurden seit 2001 mehr als 300 Beben mit einer Magnitude von 5,0 oder mehr entlang des Trails aufgezeichnet. Giftige Schlangen, Skorpione und Spinnen stellen zusammen mit freilaufenden Hunden und Hütehunden eine weitere potenzielle Gefahr dar. Auch Pumas sind entlang des Trails heimisch. Ja, wie vorhin schon beschrieben, die ganzen Track-Files sind ja einfach von allen Wanderern zusammengetragen und genauso sind auch einfach ultra viele Informationen werden von den ganzen Wanderern zusammengetragen und da es ja schon seit 2014 so angeht, hat der Herausgeber ein ultra langes Dokument jetzt zusammengeschrieben. Das sind insgesamt 1400 Seiten, ultra informativ und für uns natürlich ein Traum. Wir kennen das Land nicht, wir kennen den Trail nicht, wir lesen uns das durch und haben einen echt guten Überblick. Alles steht da drin. Das GPS, wie man GPS überhaupt bedient, was man in dem Land erwarten kann, von den Leuten, von der Sprache, von den Akzenten und genauso auch von der Natur. Welche Gefahren gibt es? Was sagt die Wettervorhersage? Wie bereitet man sich darauf vor? Also wir sind ja auch in einer Vulkangegend. Wo kann man nachschauen, ob Vulkane aktiv sind oder nicht? Also es ist von alles vorne ist da drin, bis hin Höhenprofile. durchdacht. Also ja, Man mega. findet da alles einfach. Ja. Genau, und genauso ist dieses Skript, was Hikers Manual genannt wird, das ist auch die Eintrittskarte für den Greater Patagonian Trail. Denn die GPS-Koordinaten, die man benötigt, erhält man nur über ein gewisses Bewerbungsverfahren, was auch in diesem Skript beschrieben wird. Das heißt, man muss sich erstmal bewerben bei dem Herausgeber, dann führt man ein Telefonat mit dem Herausgeber. Im Idealfall sendet der Herausgeber einem dann die GPS-Koordinaten zu als File. Diese File ist aber dann nochmal mit einem Passwort gesichert. Und um dann quasi endgültig das Passwort zu entschlüsseln und an die Daten oder an die Trackfiles zu kommen, muss man mindestens die ersten 300 Seiten gelesen haben von diesem PDF-Dokument. Denn in diesen 300 Seiten auf diesen 300 Seiten befinden sich insgesamt 8 Zahlencodes. Und diese Zahlencodes, die sind einfach im Text versteckt. Die muss man finden, rausschreiben, am Ende diese 8 Zahlencodes, die man dann auf den ersten 300 Seiten gefunden hat, zusammen addieren. Und diese Zahl, die dann rauskommt, die ist dann quasi der Code, um die GPT-Trackfiles zu entschlüsseln. Und so kommt man dann am Ende des Tages an die Koordinaten für den Track. Also es ist ein kleines Bewerbungsverfahren, um Gottes Willen, es war überhaupt nicht schlimm. Wir haben eine Mail geschrieben, Telefonat geführt, fertig aus. Aber wir haben bestanden. Aber so will eben der Herausgeber sicherstellen, dass die Leute sich wirklich mit diesem Trailsystem beschäftigen. Denn wie wir vorhin angesprochen haben, es kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Und wie Erik jetzt gesagt hat, es gibt viel zu beachten, was auch den Umgang mit der Natur, mit den Einheimischen angeht. Ja. Genau, und so will der Herausgeber eben sicherstellen, dass nur Leute hier antreten, die wirklich Bock drauf haben, aber auch sich der Gefahren bewusst sind und der Verantwortung, die damit einhergeht. Einfach damit man den Trail möglichst lange für möglichst viele Leute erhalten kann. Ja, also was ist jetzt der Plan konkret? Unser Plan ist es, mindestens 2 Wochen auf diesem Trail unterwegs zu sein. Keine Ahnung, was soll ich da jetzt noch sagen? Das habe ich eigentlich alles schon beschrieben, oder? Ja, das war's eigentlich, 2 Wochen auf dem Weg zu sein. Also, was ist jetzt konkret der Plan? Wir werden versuchen, mal mindestens 2 Wochen auf dem Trail unterwegs zu sein. Verpflegen werden wir auf dem Weg in der ersten Woche mit Tracking Food, was wir jetzt schon dabei haben. Ab dann werden wir versuchen, unsere Nahrungsreserven am Ende jeder Etappe dieser Wanderungen aufzufüllen. Am Ende jeder Etappe gibt es meistens kleine Siedlungen, nenne ich es jetzt mal, also 1, 2, vielleicht auch 3 Häuser, wo man im Idealfall vielleicht auch einen kleinen Shop findet, wo man dann wenigstens mal ein paar Nudeln, Haferflocken oder ein Brot kaufen kann, so dass wir dann unsere Nahrungsreserven eben ein bisschen stretchen, erweitern können. Ja. Was steht jetzt noch die nächsten Tage an? Jetzt drehen wir noch so coole Interviews, fahren dann noch mit dem Bus hin. Nein, machen noch die letzten Vorbereitungen, planen noch die kleinen Details, fahren dann mit dem Bus noch hin. Das sind ungefähr 7 Stunden von Santiago de Chile jetzt runter zum Einstieg vom GPT-6. Da wollen wir starten eben. Und ja, dann geht es eben in 2 Tagen mit dem Bus los und auf ins Abenteuer. Genau. Es wird dann nochmal im Laufe dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Staffel, weil wir geplant haben, ein paar Videos mehr zu drehen, wird es dann noch ein Loadout-Video geben, jetzt relativ zügig, wo wir einfach mal kurz vorstellen, was haben wir eigentlich an, was haben wir alles dabei. Wir werden ziemlich schwer unterwegs sein, mit bis zu 25 Kilo, vielleicht wird es sogar. Also wir wollen auf jeden Fall 25 Kilo nicht übersteigen, mal schauen, ob wir da hinkommen. Genau, da werden wir einfach kurz vorstellen, was wir denn jetzt alles genau dabei haben, ist vielleicht auch ganz interessant.
Abschließend noch 2 Sätze. Wir sind keine Profis, wir sind keine Bergführer, keine Alpinisten. Wir machen das Ganze einfach, weil es uns Spaß macht. Dementsprechend werden wir vielleicht ein paar Fehler machen während unserer ganzen Wanderung. Aber wir machen das Ganze einfach, weil wir Bock drauf haben, weil wir Spaß dran haben, draußen zu sein und sehen das eher so als schönes Abenteuer für uns. Ja. Und auch wenn wir so professionell und cool ausschauen, auch mit der Brille und so, aber wir sind uns den Risiken bewusst. Ich kenne diesen Mann nicht. Ja, wir wissen auf jeden Fall, worauf wir uns da einlassen. Wir machen das mit unserer eigene Gefahr und schauen, wie weit wir kommen. Vamos, mir reicht's. Genug Interview. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the